affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Ach ja. Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Also, ich muss in den Keller. Ich muss in den Keller. Ah, hier ist Block B, warte mal. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. But your mother is in good hands. I'll tend to her myself. And keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. Ah, Mann. Das ist die Küche. Der Mutti. Doctor, please. My chest. Oh. Ist ein Herzinfarkt, ja? His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Oh, wow. Okay. Okay, mit dem kann ich nichts. Wo ist denn die Oma? Der Mutti. Das ist nicht der Mutti, wer bist du? Ah, the whaling station. What? What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Ja. Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? Okay. What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. Okay. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. Mhm. He broke his back in an accident down by the docks. Okay. Why did nobody tell me about her admission? Iron Sanders. In der Akte wird der Zustand beschrieben, in dem Iron Sanders ins Rivers etc. eingegriffen wurde, sowie die verabreichten Behandlungen. Fuller fügte handschriftlich eine Notiz hinzu. Er empfiehlt sie, in den psychiatrischen Flügel zu verlegen, um ihre Ruhe und Erholung zu geben, die sie benötigt. Irene? Was hat sie? Mrs. Sanders? Das ist ja interessant. Intoxication from breathing organic vapors. Okay. Yeah. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Jo, machen wir gleich. Jetzt warte kurz. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Wo ist denn die Dame? Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic.
Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. Ja, okay. Was? Ich kann nicht weggehen. Ach so. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? Those basement brutes tied him up too tight, and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Oh, ich bin ja nice. Wo ist denn die Mutti hier? Die Omi, Mutti, Tante? Wo ist denn die Frau? Hier. Nee, das ist ein Kerl. Hier war doch aber... Das ist der Typ. Hay fever. What's he doing here? Ja, keine Ahnung. Aber wo ist denn jetzt die Dame? Das ist der Typ. The answers must be hidden in Fuller's office. Achso, ich will noch nicht gehen. Das ist das Bad. Jetzt warte mal. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. Wo ist denn der Kackkeller? What a pest. It's so unfair. Nee, das ist doch locker. Ich muss den Keller finden. Everybody says it. She's a witch, an old hag. Mein Gott, ich war doch hier bestimmt. Ich war doch schon mal hier. Warum finde ich denn das jetzt nicht? Boiler Room. Ist das dein fucking... I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Boah, I hate you so dermaßen. Bitte finden Sie ein Werkzeug. Halt. The operating room is never accessible after an okay. operation. War nicht irgendwo noch die Kitchen? Ich brauche ein Werkzeug. Was ist denn das? Block B? Was ist ein Block A? Block B? Nee, Jungs, ich hab's noch nicht gefunden. Da ist die Kitchen. Patients and hospital personnel eat the same food. Ja, und? Ist ja nicht schlimm, oder? No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. Und noch ein Buch. Oh. Dieses höchst interessante Buch, das für ein breites Publikum geschrieben wurde, zeigt, wie nicht anerkannte Wissenschaftler die moderne Medizin beeinflusst haben. Magnetismus, überlieferte Geheimnisse, chinesische Akupunktur, Hypnose, Kräuterkunde, Alchemie und viele andere haben zu Beginn des Jahrhunderts in gewisser Weise die Medizinkunde She's bereichert. alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. The doses prescribed by Fuller are far too high. Die sind viel zu hoch. Okay. Schön. Oh well, at least we won't have to clean for a while.
And just wait and see. We've been waiting to be restocked for weeks. It's a real show. Ich brauche ein Werkzeug. Noch ein Buch. Lo Homo Delinquente. Diese pseudowissenschaftliche Abhandlung von Cesar Lombroso setzt die Morphologie eines Menschen in Kontext zu dessen krimineller Veranlagung. Die Ernsthaftigkeit der Studie und die Genauigkeit der Demonstration können einen uninformierten Leser enttäuschen. Uniform. Wo kriege ich denn jetzt? Ich brauche ein Werkzeug. Ich brauche ein Werkzeug. Kriege ich denn so ein Kackwerkzeug? Gott sei Dank, wir können rennen, aber trotzdem. Ich brauche Werkzeug, verdammte Axt. Ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt herholen soll. Zeigt er mir nicht immer so ein blödes Fragezeichen an? Wenn irgendwo was in irgendeinem Raum ist. This place draws you in and never lets you go. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the So, ich one dachte, who ich kann das pays. jetzt aufheben. What a pest. It's so unfair. Ja, es ist unfair, ne? It's temperamental, if I understand correctly. Ja, ich weiß. Ich brauche ein Werkzeug, Mäuschen. Such doch mal. Du arbeitest hier. Ich bin nur zu Besuch. Wo finde ich jetzt ein Werkzeug? Doctor, those people need you at the dormitory. Ist mir egal. I'll tend to it. Don't worry. Jetzt nicht, geh mir aus dem Weg. Ich brauche ein Werkzeug jetzt, verdammte Axt. Ja, eine Axt nehme ich natürlich auch, aber... Finde ein Werkzeug. Finde ein verkapptes Werkzeug. Ich habe keine Ahnung, wo. Oder was. Spiel, sag mir irgendwas, was mir eventuell mal helfen könnte. Hm. Chronic insomnia. Like half the island. Gibt es hier irgendwas, wo ich noch nicht war? Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. Meine Fresse. Oh, das geht mir gerade ein bisschen auf den Keks. Ich brauche irgendwas, um das bewegen zu können, aber ich weiß nicht wo. Oder wie. Ich brauche ein Werkzeug. Wo finde ich denn ein Werkzeug? Hier drin, da unten. Oh, ist es wahr?
Hey. Schwierig. Schwierig, schwierig. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Okay. Ach Gott, wo war denn Elizabeth im Bathroom? Bathroom Man? Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. Fällt nicht auf. What now? It's off. It's not my fault. Nothing is ever your fault. I told you to control the flow, even if I know it's not your strong point. I've apologized 1,000 times. I haven't counted that many, but then unlike you, I don't have time to keep track. Please, Mrs. Donovan. I'm grateful to you for having kept me on despite that incident. I just need the water to be put back on. Otherwise, the bathroom will quickly become a nest of germs. Oh, very well. I'll finish what I'm doing, and then I'll fix your blunders once more. Thank you, ma'am. Out of my sight. Go chatter with your colleagues. That's what you do best. Mhm. Wie lange braucht die jetzt, um das zu beenden? Jo. Hallo? Hust, hust. Tschüssi, ich bin nochmal weg. Ach so, das... Oh. At last. The missing files must be hidden here. Mich jetzt schon gewundert. Hä? Hoppala. Hätte ja schon längst reingehen können. Oh wow. Da war was. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Oh, bitte keine Puzzle. Hä? Bitte was? I've unlocked something. Patient file. Was? Patientenakte, ich hatte recht. Diese Walze war im Büro von Fuller versteckt. Er hat seine Gedanken zu einer der vielen Psychoanalysen aufgezeichnet, die er an Sarah Hawkins vornahm. I was right. Wo ist das Ding? Hier. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the Achso, ich muss jetzt hier irgendwas suchen. she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar elements are the cause that comes with her exceptional. Oh, Alter, was, wie denn, wo denn, was denn? Da ist es. Why is Ethan on medication?
Das ist es noch nicht. Okay. Licht können wir hier nicht anmachen, aber das ist es nicht, was wir suchen. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? Keine Ahnung. At first, Nein! I presumed that her blood was the key. Was ist hier Blut? But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Hier ist noch was. This finger belonged to a woman. Why keep it here? The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Oh. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. Okay. Are you prepared? Mhm. Ach, ich bin immer... Oh Gott, ich bin bereit. Ja. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Im Keller. Okay. Of course. Sarah Hawkins is the connection. I must go back to the basement. Ich muss zurück in den Keller. Warte mal kurz. Fullers Notizen. Wenn die Beweise aus dem Salon der Hawkins das Schicksal der Leichen der Eltern in Frage stellen, dann bestärken die Entdeckungen von Colton in Fullers Büro diese Überzeugung. Sarah Hawkins wurde von niemand anderem als Dr. Fuller vom Tatort entfernt. Noch viel wichtiger ist, dass der Leiter der Riverside-Institute offensichtlich von der Künstlerin besessen ist. Die vom Arzt aufgezeichneten Walzen beweisen sein Interesse an einer jungen Malerin. Amen, hallo. Vom Psychoanalysen und Bluttest bestätigt diese Tatsache. In einem der Walzen bestätigte Fuller eindeutig, dass er die Leiche und persönliche Habseligkeiten eines seiner Patienten hat verschwinden lassen. Was ist denn mit dieser Irene eigentlich auf einmal? Was ist denn da los? Was? Wir müssen also in den Keller. Wo ging's denn in den Keller? The operating room is never accessible after an operation. Wo geht's in den Keller? Da geht's nach draußen. Block B. Küche. Hier. Und wir rasen in den Keller. Okay. Oh, oh. Guten Tag. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity.
It's time to show you what you were so eager to discover. Ja. Ich bin tot. Nein, wir sind wieder wir. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! Ach so. Hier geht's ja schon wieder. Ich habe nichts Falsches getan. Jo. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Rette die Cheerleaderin. Ja, okay. Oh, Riverside-Institut. Das Buch projizierte Pierce in den Körper von Dr. Colden. Der Detektiv erlebte, wie die Freundin von Bradley ihre Ermittlungen durchführte. Mit den Experimenten von Fuller konfrontiert, betrat sie sein Büro und fand heraus, dass der Leiter des Riverside-Instituts nicht nur Informationen über Sarah Hawkins, sondern vielleicht sogar ihre Leiche zurückhielt. Dabei wurde sie von Fuller entdeckt. Pierce muss sie retten, bevor es zu spät ist. I pray that Colden is really here and alive.